Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein ganz anderes Video, denn es geht ran an den Speck und ich möchte euch dieses Gerät hier vorstellen. Das hier ist das T3S Plus Laufband von der Firma, ich glaube G-Soul, irgendwie so. Ich habe das von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen, da ich jetzt wirklich mal was ein bisschen für meinen Körper machen will. Draußen geht so langsam der Sommer los und dann kann man sich doch auch mal ein bisschen in Form bringen. Wie gesagt, das Laufband wurde mir zur Verfügung gestellt. Ich werde dafür aber nicht bezahlt und darf da natürlich meine Meinung frei äußern. Ich durfte ehrlicherweise auch auswählen zwischen dem Laufband, dem Rudergerät und dem Fahrrad. Da ich wirklich ein bisschen mehr laufen will und draußen nicht immer das passende Wetter dazu ist, habe ich mir das Ganze hier in mein Studio gestellt und werde da die einen oder anderen Kilometer mal darauf abspulen. Da möchte ich euch dann natürlich mitnehmen, aber heute geht es erstmal wirklich nur darum, ich möchte euch ein bisschen das Gerät hier vorstellen. Ihr bekommt es aktuell für 799 €, glaube ich. Wenn ihr da meinen Kompetenzcode benutzt, werden euch da nochmal 100 € abgezogen. Geht da mal auf die Seite, ich packe euch da unten einen Link rein. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch das mal genauer angucken. Der Rabattcode gilt natürlich für alle Geräte. Wie gesagt, ich habe mich für das Laufband entschieden, da man da wirklich nebenher noch ein bisschen was erledigen kann. Ihr seht es hier, man hat hier so eine kleine Ablage. Wir haben hier einen Bildschirm 21,5 Zoll und der lässt sich auch drehen und neigen. Das heißt, ihr könnt es passend für euch einstellen. Ihr seht es hier vielleicht auch schon, ich habe mir so ein bisschen meine Notizen hier auf den Bildschirm abgelegt, weil eben das Handy angeschlossen ist. Ihr habt da einen HDMI-Eingang und ein passendes USB-C-Kabel dazu. Das heißt, ihr könnt hier einfach alles spiegeln. Ihr könnt YouTube spiegeln, ihr könnt euer Smartphone spiegeln, ihr könnt aber auch eure Fitness-Apps spiegeln, wie zum Beispiel Peloton oder so, wenn ihr sowas benutzen solltet. Dabei werden euch dann aber trotzdem hier die Informationen eingeblendet. Ihr seht es hier, ihr seht die Geschwindigkeit, die gelaufenen Kilometer, die Kilokalorien und die Prozentsteigung, was ihr eingestellt habt, und natürlich die Zeit. Bei der Steigung ist es natürlich sehr interessant, denn das Gerät lässt sich elektronisch verstellen. Das heißt, ihr könnt hier eine Steigerung bis zu 10% elektronisch einbauen. Das fährt dann hoch während dem Laufen. Ihr könnt euch da so ein bisschen was zusammenbauen, wie ihr gern trainieren wollt. Ihr habt eine Geschwindigkeit von 1 bis 14 km/h. Das lässt sich über den Drehregler hier einstellen. Das Ganze ist gesichert mit diesem kleinen Bändchen. Das bringt ihr an euch fest und dann passiert euch da weniger, sag ich mal, falls ihr da irgendwie stürzen solltet oder so. Das ist schon ziemlich gut gelöst. Ihr habt hier auch noch zwei Schnelltasten für 4 und 8 km/h. Wie gesagt, bis maximal 14 km/h geht das Ganze und ist auch für mich dann völlig ausreichend, weil 14 km/h eine halbe Stunde, Stunde lang durchrennen ist schon mal ganz ordentlich. So weit bin ich auch noch nicht. Die Maximalbelastung vom Gerät liegt bei 136 Kilo. Da ist bei mir jetzt persönlich noch sehr viel Luft nach oben, aber man will es natürlich erwähnen. Ich gehe hier gerade mal so ein bisschen meine Liste durch. Klar, ihr habt hier Lautsprecher mit 6 Watt, die sind hier unten verbaut, und habt hier auch noch einen Drehregler. 6 Watt ist nicht viel, aber es reicht für alles. Also wenn ihr da ein YouTube-Video schaut oder vielleicht Musik hören wollt oder sowas, dann geht es damit ohne Probleme. Der HDMI-Anschluss hinten, wie gesagt, ist ein Eingang, könnt ihr benutzen. Ihr müsst aber nichts anschließen. Ihr könnt es auch alles weglassen, dann zeigt das Gerät, ich kann es euch vielleicht mal kurz zeigen, einfach die Daten in groß an. Ihr habt da also eine komplette Übersicht, was ihr da gerade tut. Das ist schon ziemlich hilfreich. Die Lauffläche beträgt 115 auf 45 Zentimeter. Das ist auch für mich jetzt völlig ausreichend gewesen. Insgesamt ist es auch wirklich sehr leise. Ich mache euch das Ganze gleich mal an, dann könnt ihr das hören. Es ist aber so, dass die Tritte auf dem Laufband dann wirklich lauter sind als das Laufband an sich selber. Ihr könnt da also auch mal leise irgendwie Musik hören oder vielleicht was anschauen. Da wird euch das Laufband an sich selbst nicht stören. Insgesamt macht das Ganze wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ihr bekommt das Ganze als Paket, ihr müsst es also selber zusammenbauen. Ich habe da ungefähr eine Stunde dafür gebraucht. Das komplette Werkzeug und alles, was ihr dafür braucht, wird da mitgeliefert. Das Paket an sich ist aber wirklich schwer. Das wiegt, ich habe es hier, 63 Kilo. Das Laufband an sich selber wiegt dann 57 Kilo. Das lässt sich hier auch verstellen. Das heißt, ihr könnt es hochklappen, dann braucht es einfach ein bisschen weniger Platz. Ja, wie gesagt, in einer Stunde habe ich das zusammengebaut. Ihr habt den Bildschirm 21,5 Zoll mit 1080p Auflösung. Das ist für das, was es machen soll, einfach völlig ausreichend. Jetzt habe ich das Band erst einen Monat. Ich habe es regelmäßig schon benutzt. Ich gehe mal davon aus, das wird keine Probleme machen, aber ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir das Ganze mal
mal anschmeißen. Ich verschiebe dazu die Kamera, dass ihr hier mal ein bisschen auf dem Bildschirm mitschauen könnt, wie das Ganze so abläuft. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das so funktioniert. Der Fokus liegt jetzt auf dem Display und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze so in der Grundeinstellung ohne irgendwelche Apps oder so funktioniert. Ihr könnt also ganz normal anfangen zu laufen. Ihr drückt hier auf den Startknopf, das Ganze piept kurz und beginnt dann mit 1 km/h. Und wie ihr seht, 1 km/h ist jetzt auch nicht wirklich sehr schnell. Ihr könnt das Ganze dann hier verstellen. Und ihr seht das auch, das geht auch ziemlich schnell in den Schritten. Also klar, ich habe jetzt hier viel gedreht, 6 km/h. Ich gehe mal ein bisschen runter, dass ich da noch ein bisschen was dazu erzählen kann. Machen wir mal 4,5 km/h. Also ihr könnt es hier wirklich sehr gut verstellen, sehr einfach verstellen. Und wie ihr sehen könnt, drücke ich jetzt mal hier und aktiviere gleich mal die Steigung. Das Ganze fährt jetzt nach oben, das dauert ein bisschen. Ich kann euch da mal mitteilen, wie lange das jetzt ungefähr gedauert hat. Es ist immer noch am Hochfahren und hat jetzt seine endgültige Position erreicht. Also da braucht es ein paar Sekunden, aber ihr könnt es hier wirklich in 1% Schritten verstellen. Ich fahre es jetzt mal wieder runter. Und wie gesagt, ihr habt hier auch noch diese Schnellbuttons, 4 km/h, 8 km/h, da könnt ihr hin und her wechseln. Ich lasse es jetzt mal wirklich auf 4, weil ich will ja auch ein bisschen was dazu erzählen. Wie ihr sehen könnt, die Zeit wird eingeblendet, die Geschwindigkeit, die Steigung, die Kilometer, die ihr gelaufen seid und die Kilokalorien. Ihr könnt das Ganze über die App dann noch mit eurer Apple Watch verbinden. Mit einem Druck auf Stopp beendet ihr das Ganze. Das geht auf 0 km/h runter. Und dann habt ihr das soweit beendet. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das aussieht, wenn ihr das Handy verbindet. Also ihr habt da das passende Kabel mitgeliefert, USB-C auf HDMI. Ihr steckt es ein. Es kommt direkt die Meldung und zack, ihr habt den Bildschirm hier. Und somit könnt ihr dann wirklich einfach eure Apps öffnen, die ihr gerne öffnen wollt. Ich habe jetzt hier gerade mal YouTube, mein letztes Video gestartet. Ich zeige es euch einfach mal. Ihr seht, das läuft hier. Und ihr könnt hier, man kann schon von Wochenräten testen, da geht die Lautstärke einfach einstellen. Und das Ganze geht auch während dem Laufen. Ihr seht es hier oben im Eck eingeblendet. Ihr habt da alle Daten. Also wenn ihr jetzt euer Training beginnt, geht's los. Es wird alles eingeblendet. Ihr könnt das Ganze hier immer noch fernsteuern, beziehungsweise nicht fernsteuern, einfach steuern. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Das Beste daran ist dann wirklich, ihr habt eine App dafür, die ist aber komplett kostenlos. Klar, ihr könnt da noch so ein Premium-Abo abschließen, aber eigentlich alle Funktionen, die ihr so braucht, wenn ihr euer Training aufnehmen wollt und so weiter, die sind völlig umsonst. Und ihr habt dann da so einen kleinen Plan, da seht ihr, was ihr jetzt schon so verbraucht habt. Ihr könnt euch da ein freies Training starten. Ihr könnt dann aber auch Live-Kurse machen oder eben hier, ihr seht hier, auch den Bildschirm einfach teilen. Da gibt es dann auch so Outdoor-Training und mit Musik fahren, ausgewählte Kurse. Da habt ihr also wirklich sehr, sehr viel zur Verfügung. Wie gesagt, das Ganze ist gratis. Das ist für mich wirklich ja, wichtig, weil ich hatte ein Peloton-Abo, ich hatte das Peloton-Bike und da waren es 39 € im Monat und da hatte ich mal so richtig gar keinen Bock drauf. Dafür kann ich dann auch wirklich ins Fitnessstudio gehen und dort irgendwie trainieren. Hier habt ihr aber halt einfach den Vorteil, ihr könnt das Ganze zu Hause wie jetzt hier im Keller machen und müsst da nicht noch extra irgendwo hinfahren. Wie gesagt, ihr habt dann hier den Bildschirm wirklich, ihr seht es hier, ihr könnt einfach alles spiegeln. Wir können jetzt auch mal gucken. Ich starte einfach mal direkt Netflix. Und auch hier sehen wir, das läuft einfach perfekt im Vollbildmodus. Ihr könnt es hier lauter und leiser drehen. Ihr könnt es übers Handy dann nachher auch fernbedienen, also fernsteuern, stoppen und starten. Und ihr habt da wirklich den vollen Bildschirm mit eben den Informationen eingeblendet. Dass ich hier jetzt keinen Copyright-Claim kriege, werde ich das Ganze mal direkt beenden. Es ist meiner Meinung nach für das Geld also wirklich in Ordnung. Ich konnte auch noch nicht wirklich was feststellen, wo mir jetzt nicht gefallen hätte oder so. Alles ist eigentlich richtig gut verarbeitet, es lässt sich gut laufen. Der Bildschirm lässt sich passend einstellen durch das Drehen und so. Es ist eigentlich wirklich alles, was man da so braucht. Wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden, wie es denn jetzt so die nächsten Monate weitergeht, weil ich hier das Ding jetzt mal wirklich ausgiebig testen will und da regelmäßig drauf trainieren will. Und dann werde ich natürlich auch sehen, ob sich
irgendwelche Probleme ergeben. Ich packe euch da den Link unten mal in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Den Rabattcode packe ich da auch dazu, dann könnt ihr, wenn ihr es bestellen wollt, diesen benutzen und eben auch sparen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann vielleicht schon mit ein paar Kilo weniger. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.